Schaut euch das Brot mal an. Das ist komplett ohne Mehl gebacken. Und wenn ihr euch fragt, was in diesem Brot steckt, dann schaut euch das Video an. Wir beginnen damit, unsere Basis herzustellen. Die trägt dann unser Brot. Hier habe ich 40 Gramm Chiasamen und 15 Gramm Flohsamenschalen. Hier habe ich 350 Milliliter warmes Wasser und darauf gebe ich einen Esslöffel Apfelessig. Einfach einen Schuss. Und das kippe ich jetzt da drauf. Einmal vermischen und dann zum Quellen zur Seite stellen. In der Zwischenzeit mische ich alle trockenen Zutaten zusammen. Hier habe ich 200 Gramm gemahlene Mandeln, 100 Gramm Buchweizen-Vollkornmehl und 100 Gramm Reismehl. Ihr könnt die helle Variante nehmen oder wie ich Vollkornreismehl. Darauf gebe ich einen schwachen Teelöffel Salz und 3 Teelöffel Backpulver. Ich habe hier Weinstein-Backpulver, ungefähr 10 Gramm. Und das vermische ich jetzt erstmal. Ich zeige euch jetzt mal, wie die Masse aussehen muss. Das ist also eine ziemlich feste, gelartige Konsistenz. Und jetzt kommen unsere trockenen Zutaten da drauf. Ich habe jetzt hier eine Backform mit Backpapier ausgekleidet. Die Backform hat eine Größe von 11 x 21 cm. Da kommt der Teig jetzt rein. Solche Risse im Teig sind ganz normal. Wer möchte, kann noch ein paar Sonnenblumenkerne oben drauf streuen oder geschrotete Leinsamen, was auch immer ihr mögt. Mein Ofen ist jetzt vorgeheizt auf 190 Grad Ober-Unterhitze und darin backe ich das Brot jetzt für 70 Minuten. Jetzt schaut mal, wie schön das Brot aufgegangen ist. Das sieht ja nun wirklich nicht aus wie ein Brot ohne Mehl. Und wenn wir hier von Mehl sprechen, dann meine ich natürlich Mehl, das nicht aus Getreide besteht. Aber ihr wollt jetzt bestimmt sehen, wie das von innen aussieht. Wow. Schaut bitte mal, wie schön das Brot aufgegangen ist. Sieht das nicht klasse aus? Und wir haben hier kein Getreide, wir haben keine Hefe, einfach nur gemahlene Mandeln, Buchweizen und Reis. Boah, das Brot schmeckt wirklich super lecker. Ja, das ist ein klasse Brot für Leute, die kein Gluten vertragen, aber auch für Leute, die einfach auf Getreide verzichten möchten. Probiert das aus. Ich bin mir ganz sicher, das Brot wird euch genauso gut schmecken. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann drückt auf den Button. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.